Hallo, herzlich willkommen zum ersten Film im neuen Jahr hier in der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und dies hier ist mein YouTube-Kanal. Die kalten und manchmal nebelverhangenen Januartage mit ihren ganz speziellen wunderbaren Farben haben mich zum heutigen Motiv inspiriert. Die ersten Tage des neuen Jahres habe ich in Schweden zugebracht, in meinem Häuschen, und die langen Winterspaziergänge an unseren kleinen, abgeschiedenen See haben mich zu dem heutigen Motiv inspiriert. Bevor ich mit dem Malen beginne, möchte ich aber, wie es schon gute Tradition ist, mich für eure tolle Weihnachtspost bedanken. Ich habe mich über jede einzelne Karte sehr gefreut. Und auch wenn ich es nicht schaffe, allen zu antworten, bitte nicht böse sein. Hier stelle ich alle Karten einmal aus, ihr könnt sie anschauen und euch gemeinsam mit mir noch einmal daran erfreuen. Vielen, vielen Dank. Heute malen wir nur mit 4 Farben. Das sind Neutraltinte von Winsor Newton, Lavendelblau von Mielo, Ultramarin Feinst von Schminke und Lasurorange von Schminke. Ein klein wenig Kobalttürkis Light brauchen wir noch für die Spiegelungen und diese Farbe ist von der Firma Winsor & Newton. Ich arbeite auf Büttenpapier von Arches 300 Gramm Graphit, das Format ist etwa DIN A4. Ich male mit den Pinseln aus meiner eigenen Kollektion, das ist der Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12 und ein Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10. Zum Auswaschen verwende ich den Junior Synthetics von Da Vinci in der Größe 14. Das Foto zum heutigen Motiv und meine vorbereitete Skizze seht ihr schon hier. Die UnterstützerInnen dieses Kanals bekommen wieder Skizze und Foto per E-Mail zugesendet. Für den Himmel erstelle ich eine großzügige Mischung aus Lasurorange und etwas Cadmiumrot. Im unteren Bereich soll der Farbauftrag sehr wässrig sein. Hier gehe ich mit einem ausgewaschenen Pinsel noch einmal in die Farbe hinein, um die Lasur ein wenig aufzuhellen. Von oben setze ich eine Mischung aus Lavendelblau und Ultramarinblau gegen die orangene Fläche und verbinde beide Farben zügig miteinander. Schnelles Arbeiten ist hier sehr wichtig, damit die Farben sich auf dem Bild gut miteinander verbinden können. Im oberen Bereich wird noch einmal etwas kräftigeres Blau nachgearbeitet und auch in die Nähe des Horizonts kommen ein paar Striche mit der blauen Mischung. Mit dem Küchentuch tupfe ich vorsichtig die Form der Wintersonne heraus. Hier werde ich später mit dem Auswaschpinsel die Rundung noch etwas nacharbeiten. Mit einer sehr kräftigen Farbmischung aus Lasurorange, Ultramarinblau und etwas Neutraltinte male ich in die noch feuchte Himmelsfläche jetzt die Buschreihe am Seeufer. Hier variiere ich meine Pinselstriche, arbeite mal mit der Pinselspitze und mal mit dem Pinselbauch. Die Formen für die Bäume sollen möglichst ungleichmäßig und locker aussehen. Ich arbeite mit der dunklen Farbe nicht bis an das Seeufer heran, denn hier soll ja später der Nebel aufsteigen. Im Verlauf zum rechten Bildrand kommt in die Farbmischung etwas mehr Lavendelblau, um die Illusion von weiter Ferne zu erzeugen. Mit Neutraltinte und relativ trockenem Pinsel arbeite ich einige Dunkelheiten in die Baumreihe noch ein. So entsteht in diesem Bereich etwas mehr Tiefe. Einige horizontale Striche deuten hier schon das Seeufer an und ein paar kleine Formen beleben die dunstige Nebelfläche. In diesem Stadium sprühe ich gerne in die feuchte Farbfläche mit der kleinen Sprühflasche und erhalte so kleine tröpfchenartige Strukturen, die die Farbe ein wenig aufbrechen.
Den rechten Ufersaum male ich mit der gleichen Mischung aus Ultramarinblau und Lasurorange. Hier ist die Farbe jetzt noch ein wenig kräftiger, denn dieser Schilfbereich ist ja etwas vorgelagerter als die hintere Uferlinie. Den unteren Rand der Fläche löse ich mit einem ausgewaschenen Pinsel wieder etwas an, um auch hier einen kleinen nebligen Bereich zu schaffen. Mit dem Malspachtel ziehe ich ein paar Striche in die Fläche, um das Schilf anzudeuten. Hier ist es wohl noch ein bisschen zu früh, die Farbe läuft wieder in die Striche hinein. Ich werde es später noch einmal wiederholen, wenn die Fläche etwas mehr getrocknet ist. Dann wird es noch besser funktionieren. Den gesamten Bereich des Sees mache ich jetzt mit klarem Wasser nass und beginne im vorderen Abschnitt mit einer Mischung aus Lavendelblau und Ultramarinblau und sehr lockeren und breiten Pinselstrichen. Etwas Lasurorange mit Blau gemischt, um die Himmelsfarbe wieder aufzugreifen, kommt hinzu. Die Wasserfläche sollte in jedem Fall nicht zu dunkel werden und etwas heller als der Himmel bleiben. Hier seht ihr noch einmal das Kratzen mit dem Spachtel, jetzt funktioniert es besser und ich bekomme schöne kleine schilfartige Formen in die dunkle Fläche hinein. Nun muss das Bild einmal komplett durchtrocknen. Wenn dir mein Originalaquarell dieser Winterlandschaft gefällt und du das Original bei dir zu Hause haben möchtest, dann kannst du gerne an der Versteigerung des Originals über eBay teilnehmen. Die Versteigerung läuft bis zum 9. Januar, 16 Uhr und der Höchstbietende bekommt das Bild per Post zugeschickt. Unter dem Video findest du den Link direkt zu eBay. Ich freue mich, wenn du dort mitmachst. Mit einer Mischung aus Ultramarinblau und Lasurorange und ein wenig Neutraltinte male ich nun das Boot. Hier versuche ich innerhalb des Bootes die Farben in ihrer Zusammensetzung zu variieren und auch die Figur im Boot male ich mit der gleichen Mischung. Ein Tropfen Wasser in der Fläche sorgt dafür, dass der Ruderer nicht zu dunkel wird. Für die Spiegelung mische ich mir die gleiche Farbigkeit mit einem Hauch Kobalttürkis Light und setze sie an die Fläche des noch nassen Bootes. So entsteht eine schöne weiche Verbindung zwischen Boot und Spiegelung. Ein satter Strich mit Neutraltinte kommt unter das Boot, so bekomme ich die Trennung zwischen Boot und Spiegelung hin. Die Sonne möchte ich mit meinem Auswaschpinsel jetzt noch ein wenig korrigieren.
Ich versuche hier mit dem leicht angefeuchteten Pinsel die Kontur etwas anzulösen, so wird sie weicher und auch ein wenig runder. Nun fehlt noch die Spiegelung der großen Baumreihe am Uferbereich und hierfür feuchte ich die entsprechenden Bereiche auf meinem Blatt an. Mit Lasurorange und etwas Lavendelblau male ich mit lockeren Strichen die Fläche der Spiegelung auf das Wasser. Den oberen Bereich der Spiegelung versuche ich wieder etwas wässriger und schön weich zu halten. Auch das rechte Schilf bekommt jetzt noch eine Spiegelung, so wird das Boot, wie ich finde, mit seiner dunklen Form gut ins Bild eingebunden. So, ich hoffe, unser Motiv hat dir gefallen und du hast Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Wenn du unseren Kanal regelmäßig nutzt, dir die Videos anschaust oder sogar selber nachmalst, dann freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar oder ein Abonnement. Du kannst unsere Arbeit hier auf YouTube auch noch anders wertschätzen. Wir haben unter dem Video den Link zu Steady, deine Unterstützung. Dort kannst du dich einmal umschauen. Es gibt die Möglichkeit, unseren Kanal mit 2, 5, 10 oder 20 Euro zu unterstützen. Vielen, vielen Dank für alle, die das jetzt schon tun. Wir sehen uns hier zum nächsten völlig kostenfreien Video am nächsten Samstag. Tschüss!